So, alles ist verstaut. Ihr seht im Hintergrund. Alles drin, Fahrrad ist drauf, auf dem Träger, passt, wackelt, hat alles noch Luft und ja, machen jetzt eine 6,5 Stunden Fahrt nach Portugal. Also wir, Theo und ich. Theo, kannst du schon mal das Navi starten, bitte? Na klar, Chefin, immer zu Ihren Diensten. Sehr gut. Und dann hoffen wir mal, dass alles glatt läuft. Ich nehme euch jetzt mal ein bisschen kurz mit an was Raststätte, Tanken und was halt alles. Und dann hoffentlich sehen wir uns in 6,5 Stunden für mich und in jetzt für euch. Nach meinem letzten Update habe ich jetzt Emojis freigeschaltet. Und das heißt, ich kann Lena noch besser nerven. Ja, das wird lustig. Hier wieder ein bisschen Raststättenromantik, einmal tanken und hier die Aussicht dazu. Richtig wunderschön, ne? Ja, keine Ahnung. Ich habe mir dann noch so einen Red Bull und so einen Calippo Limette geholt und das, also Calippo, das war ja wirklich richtig eklig. Nee. Hier wieder einmal die Route visualisiert für euch. Ich versuche immer mit dieser App, das so akkurat wie möglich meine Route euch zu zeigen, wie ich wirklich gefahren bin. Und das klappt auch immer ganz gut. Jetzt kommen wieder hier die Kosten. Katsching! Ja, 48 Euro Benzin und Maut 0 Euro. Wobei, das war ein kleiner Herzinfarkt. Kennt ihr dieses Meme, wo so diese zwei Leute nebeneinander herfahren und so unglaublich schauen? Ja, so habe ich so die Mautstelle angeschaut, während ich dran vorbeigefahren bin. Dieser Prozess ist jetzt nicht bei jeder Autobahn der Fall. Es gibt auch immer noch Autobahn-Mautstellen, wo ihr einfach ganz normal dahin fahren könnt und dann halt manuell euer Ticket ziehen könnt. Aber bei manchen ist es der Fall, ihr müsst euch digital anmelden, bevor ihr auf diese Autobahn fahrt. Das macht ihr über diese Website, die ich euch verlinkt habe. Da gebt ihr halt euer Kennzeichen an, E-Mail-Adresse und Kreditkartenangaben. Dann könnt ihr nämlich einfach ganz entspannt durch diese Mautstellen fahren und es wird euch abgebucht. Nicht immer direkt, es dauert ein paar Tage oder auch eine Woche, aber es ist wirklich ein sehr, sehr einfaches Ding, wenn man es weiß. Ich habe mich nicht informiert, deswegen ist auch, wie gesagt, wäre alle Konsequenzen auch einfach zurecht gewesen. Bin direkt auf die erste Autobahn raus, auf dem Aldi-Parkplatz und habe einen kleinen Crashout bekommen. Habe dann gegoogelt wie eine Weltmeisterin, ob man das nachträglich noch machen kann. Können man nicht. Aber was ich herausgefunden habe, ist, dass die nicht in Benutzung war. Also deswegen habe ich auch 0 Euro bezahlt. Auf dem ganzen Weg, die Autobahn, die ich gefahren bin, hat die Mautstelle irgendwie nicht registriert. Ich weiß nicht warum, aber ich musste kein Geld zahlen. Yay! By the way, das sind Live-Aufnahmen von Lenas Crashout. Was soll das denn, Theo? Was sind das denn hier für Fake News, Mann? Das ist doch gar nicht so passiert. Ich könnte schwören, das wäre so abgelaufen. Haha. Ich glaube, das Update hat dir nicht so gut getan, hä? So, hallo, ich bin angekommen in Portugal. Jetzt kommt mal eine kleine Roomtour. Ist ein bisschen rustikaler, aber ganz ehrlich, wie gesagt, der Preis war nice. Hier schon mal meine Garderobe mit meinen Schuhen. Nike-Letten auch am Start. Hier ist das Badezimmer. Auch einfach, ja, halt alles das, was ich halt brauche. Das muss ich noch einräumen. Ich hatte gestern keinen Bock mehr, weil ich war echt im Sack. Was richtig witzig ist, das hier ist wie so eine Art Terrasse halt. Und da hänge ich dann halt meine Wäsche und so auf und hocke mich dann wahrscheinlich auch mal hier mit dem Stuhl hier dann einfach hin. Kann ich einfach raustragen. Ich habe hier so einen Hocker, den habe ich aber gerade umfunktioniert zu meinem kleinen Tisch. Also die Leiter nehme ich dann. Hier ist wieder meine Arbeitsstation, die habe ich noch aufgebaut. Stuhl, wie gesagt, Rücken muss halt aushalten. Es gab noch mal ein Extrabett, keine Ahnung, bräuchte ich jetzt nicht, aber das ist egal. Genau, Sofa, Fernseher. Ja, das ist so ein Diffuser oder sowas, ganz cool eigentlich. Witzig ist, was ich jetzt immer für meine Struktur halt brauche, ich brauche halt immer irgendeinen Platz, wo halt so mein wichtiges Zeug ist. So wie zum Beispiel, jetzt habe ich einfach gesagt, okay, jetzt habe ich mir hier das halt gekauft und da liegt halt so Schlüssel, Portemonnaies, Reisepass, alles das, was so wichtig ist, wisst ihr? Habe ich hier. Das hier meine Küche. Auch wieder gut. Klar, Waschmaschine, Kühlschrank. Hier ist halt mein Zeug schon mal, habe ich rausgeholt. Ich habe jetzt auch, glaube ich, jegliche Herdarten durch. Elektroinduktion, Gas, keine Ahnung was. Ich habe schon gestern gespielt, das von heute Morgen noch.
Richtig leckeres Wasser. Und hier ist zum Beispiel auch schon so Sachen, was ich halt immer von mir halt dann so habe. Wisst ihr, halt meine Schüsseln, die ich mir da in Keramik bemalt haben lasse. Nicht bemalt haben lasse, die habe ich selber bemalt. Das ist auch mir, das sind halt auch meine. Oder hier auch meine Tassen und so. Da bin ich schon auch, das ist halt einfach so ein bisschen so mein Zeug, wisst ihr. Genau, das hier ist mein Schlafzimmer. Das sind noch Sportklamotten, da habe ich jetzt irgendwie nicht so Bock drauf. Habe hier schon halt alles eingeräumt gehabt, dass ich halt so... Auf jeden Fall habe ich einen sehr bunten, würde ich mal sagen, sehr bunten Kleiderschrank. Ja, Aussicht, Parkplatz. Jetzt kommt das Schlimmste. Andere haben den Stuhl, wo sie alles draufschmeißen. Ich habe ein ganzes Zimmer. Hier ist dann halt mein Zeug, was ich halt nicht jetzt immer so brauche, wisst ihr. Dann kann ich aber die Tür zumachen und fertig. Das Geile ist, ich weiß nicht, ob ihr es eben gesehen habt, aber ich habe trotzdem Meerblick. Seht ihr das? Da hinten, da ist es, das Meer. Ja, ich werde auch dann nochmal hinlaufen. Später. So, jo, das war halt so meine kleine Roomtour. Ich werde mich gleich umziehen und dann mal ersten Step zum Meer machen. Circa 2,5 Kilometer brauche ich. Oder, Theo? Wie lange brauche ich? Bei deinem Marschtempo sind wir in unter 25 Minuten da. Passt. Alles klar, dann bis später. So, hier auch nochmal visualisiert meinen Weg zum Strand. Circa 2,2 Kilometer. War ein bisschen hoch runter, weil ihr müsst halt sozusagen Tal runter, Tal hoch. Aber geht auch. Hier ist der Strand und ich wusste es wirklich nicht, aber es ist anscheinend der Place to be, wenn ihr surfen wollt. Da gibt es wirklich so viele Surfschulen und es sind wirklich sehr viele Surfer gewesen. Hier nochmal so von oben, wirklich wunderschön. Jetzt zu meiner Hood, da kann ich alles empfehlen, alles. Also die Bäckerei angefangen, ja, Leute, es ist wirklich auch der Vibe. Ich habe mich so abartig wohlgefühlt und da könnt ihr auch alles kaufen. Die Croissants, mega. Und hier diese gluten-free Brownies, ein Gedicht. Wirklich. Ich war bei der Pizzeria, ich war bei dem Hamburgerladen, ich war bei dem, ich glaube bei dem Thai war ich. Und vor allem, was ich da gemerkt habe, da war dieses Toxic Magic Café. Ich habe noch nie sonst gearbeitet in einem Café. Also mit dem iPad und dann wirklich mal gearbeitet so. Und da habe ich gemerkt, das ist was für mich. Und da war ich jeden zweiten Tag, habe ich mich dann nachmittags hingehockt, mir meinen Eislatte oder einen Matcha reingezogen und habe dann halt gearbeitet. Ich kretsche mal kurz rein. Lena und ich waren nicht im Zentrum von Algesur, sondern in einem Vorort. Es sind 12 Minuten mit dem Auto ins Zentrum gewesen. Zeigen wir euch aber alles noch, denn das habt ihr nicht von mir. Aber es wird in der nächsten Zeit eine weitere Rubrik geben. Und dort testet Lena Komoot-Routen. Freut euch, es wird sehr lustig. Dann kommen wir jetzt noch ein bisschen zum landschaftlichen Teil. Gleich markiere ich euch was. Das ist der Bereich, wo ich jeden Tag wirklich bestimmt so 5-6 Kilometer gelaufen bin, weil es ist einfach wahnsinnig toll. Gleich kommen ein paar Aufnahmen, genau wie ich jetzt daherlaufe. Und das war wirklich mein Ausblick jeden Tag. Wirklich. Ich bin da an den Küsten hergelaufen und ich war auch wirklich fast immer alleine da unterwegs. Also ich hatte maximal auf diesen Monat, wo ich da bin, vielleicht 5 Leute in dieser ganzen Zeit gesehen oder getroffen. Du bist wirklich komplett alleine, da sind ganz viele so kleine Wege immer. Ich bin halt meistens, wie gesagt, abends gegangen, einfach nach der Arbeit, um mal so ein bisschen Kopf abzuschalten. Hier ist normal, dass ich dann am Wochenende mal ein bisschen gelaufen bin. Ihr seht, da sind immer so kleine Wege eingezeichnet. Also du konntest auch jeden Tag, also wirklich wochenlang immer irgendwie andere Wege gehen. Es ist einfach wirklich atemberaubend gewesen. Das ist einfach wirklich wunderschön. Und ja, das wollte ich euch einfach nicht vorenthalten, weil man fühlt sich einfach auch so klein, finde ich. So, wisst ihr, was ich meine? Weil das ist einfach so atemberaubend. Aber jetzt würde ich sagen, ich halte die Klappe, ich sag schon mal Tschüss und jetzt genießt ihr einfach noch ein bisschen Musik und Küste.
So, das war's mal wieder mit dem Video. By the way, gerne den Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr auch nicht die neue Komoot-Rubrik. Ich mach mich schon mal ready für witzige Kommentare. Bis dann, Leute.